Na, Weihnachten gut überstanden? Das freut mich zu hören. Und wenn ihr wissen wollt, was wir im Jahr 2026 hier unten im Lego-Keller alles noch mit der Lego World so vorhaben, dann bleibt dran. Hallo Freunde der bunten Klemmbausteine und willkommen zu einem kleinen Stadtupdate hier auf diesem Kanal. Wie auch bereits in den letzten Jahren, so möchte ich euch in diesem Video einen kleinen Ausblick geben, was es denn im Jahre 2026 hier im Lego Keller, hier in unserer Lego World so alles geben wird. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an, hier vorne mit unserem Winterdorf. Auch im Jahre 2026 werden wir natürlich weiter und vor allen Dingen große Bauabschnitte an unserem Brick Mountain haben. Natürlich machen wir in den nächsten Wochen erst einmal hier oben mit dem Winterdorf weiter, denn hier gibt es noch einiges zu tun. Und wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, wird das Ganze, damit ihr mal ungefähr so eine Idee habt, wie groß das Ganze wird, irgendwo hier oben in dem Bereich einmal enden. Hier werden wir dann einen kleinen Gipfel haben mit einem kleinen Gipfelkreuz. Und hier in dem Bereich kommen dann später einzelne Hütten hin, die dann unser Winterdorf darstellen werden. Sollten wir dann irgendwann mal vielleicht im Jahre 26, 27 mit dem Brick Mountain fertig sein, denn es ist noch jede Menge Arbeit hier zu tun in dieser Ecke, dann werden wir auch die Eisenbahnstrecke, die ihr hier oben seht, hier über eine Tunneleinfahrt unterhalb in den Berg einfahren lassen, damit sie auf der anderen Seite vorne an unserem Spielplatz wieder herauskommt. Aber wie gesagt, das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik, das dürfte noch ein wenig dauern. Und da wir schon einmal vom Spielplatz reden, hier vorne im Bereich an unserer Minigolfanlage und an unserem Spielplatz werden wir ungefähr in dieser Ecke des Brick Mountain einen kleinen Eingang schaffen. Warum, wieso, weshalb, das will ich euch noch nicht verraten. Schaut einfach mal rein. So viel sei vielleicht an der Stelle schon mal gespoilert. Es hat etwas hier unten mit unserer Goldmine zu tun. Einen weiteren Punkt, den wir uns im Jahre 2026 mal ein wenig genauer ansehen werden, ist hier vorne unser Park. Das ist ja mit eins der ältesten und der ersten Mocs, die wir damals in die Lego World eingebaut haben. Der sieht natürlich immer noch ganz schön aus, ist allerdings ein bisschen groß und ich habe da so eine Idee, den ein wenig zu verkleinern und hier vorne so einen kleinen Marktplatz entstehen zu lassen, ähnlich wie vor unserem Hauptbahnhof. Vorteil ist hier, wir könnten hier zum Beispiel einen Weihnachtsmarkt zur Weihnachtszeit installieren oder wenn hier zum Beispiel Karneval in dieser Stadt wäre, einen kleinen Karnevalszug einmal über den Marktplatz gehen lassen. Was haltet ihr von dieser Idee? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Im Jahre 2026 werden wir natürlich auch wieder einiges an unserem Untergrund zu bauen haben. Denn hier gibt es natürlich noch jede Menge Platz und wir müssen das über kurz oder lang natürlich auch einmal komplett verblenden. Ich habe mir vorgestellt, dass wir neben unserer New Yorker Subway Station auch vielleicht noch eine weitere U-Bahn-Station hier unten in unseren Untergrund bauen werden. Wie vielleicht eine Pariser Metro oder eine Londoner Underground Tube. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet. Für das Jahr 2026 habe ich mir auch fest vorgenommen, diesen Bereich einmal ein wenig aufzuräumen. Aber darum soll es jetzt hier eigentlich gar nicht gehen. Ich wollte euch nur einmal zeigen, dass wir die drei großen Modulhäuser der Upper Stone Street hier unten jetzt erst einmal zwischengelagert haben. Warum das Ganze? Nun, in der nächsten Zeit werden wir ja erstmal mit dem Bau des Brick Mountain beschäftigt sein. Und wenn wir da soweit fertig sind, bekommen wir dann vielleicht Ende 26 oder vielleicht auch erst im Jahre 27 die Upper Stone Street an ihren endgültigen Platz verfrachten. Aber keine Angst, auch im nächsten Jahr wird es natürlich Updates rund um die Upper Stone Street geben. Denn wir werden mit Sicherheit noch die ein oder anderen Straßensegmente an unsere Hochstraße dran bauen. Und wir haben da ja noch ein Problem zu lösen und da habe ich auch schon eine Idee, wie wir das Ganze mit der Shopping Street und mit dem Boutique Hotel lösen. Dazu dann allerdings natürlich mehr in den nächsten Wochen.
Eine weitere Sache, die ich mir für nächstes Jahr vorgenommen habe, ist die Neugestaltung des vorderen Bereiches hier vorne. Denn wir haben ja im unteren Level einmal unseren Schattenbahnhof. Den möchte ich noch so ein bisschen mehr in Szene setzen. Wie man das am besten machen kann und wie man das am einfachsten oder auch am effektivsten irgendwie umsetzen kann, da habe ich jetzt noch so keine Ideen. Aber ihr könnt mir natürlich vielleicht eure Meinung oder eure Ideen in die Kommentare einmal schreiben. Wer weiß, vielleicht hat ja einer von euch den zündenden Einfall und wir können das dann gemeinsam in 2026 hier an der Anlage umsetzen. Hier vorne ebenfalls im Bereich befindet sich eine kleine Höhle mit einem Gollum drin. Den Bereich würde ich gerne irgendwo anders ansiedeln, ihn ein bisschen größer machen und so alles um das Thema der Herr der Ringe, das Thema Hobbit, vielleicht in einer etwas größeren Höhle irgendwo im Bereich des Untergrundes komplett neu ansiedeln. Wenn auch ihr da irgendwelche tolle Ideen habt, wo man denn und vor allen Dingen, was man denn so alles so ein bisschen darstellen könnte, schreibt es mir wie gesagt in die Kommentare. Ich denke, das dürfte auch fürs nächste Jahr ein ganz interessantes und spannendes Thema werden. Und damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausblick fürs nächste Jahr in Sachen Lego World ein wenig Spaß gemacht und freue mich natürlich jetzt auf eure Kommentare unter diesem Video. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch eins, nämlich euch einen guten Rutsch ins Jahr 2026 zu wünschen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder mit spannenden Stadtupdates hier auf diesem Kanal. Also bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf, habt eine verdammt gute Zeit und wie immer, bleibt kreativ.